und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist, dass wir wieder zusammen ein bisschen Zeit verbringen können. Das ist richtig schön und für das Video, passend zum Thema, passend zum Windstoß, der jetzt gerade wieder kommt, habe ich mich heute hier im Wald positioniert mit dem Campingstuhl. Kleines Buch habe ich auch noch dabei. Heute soll es um das Thema gehen, wo ich euch letzte Woche drauf angesprochen habe. Und zwar, wie lange oder wie oft kannst du dir Ruhe gönnen, ohne die ganze Zeit an irgendwas anderes denken zu müssen? Ohne die ganze Zeit daran zu denken, oh, wem könnte ich jetzt noch schreiben oder welches Bild könnte ich als nächstes bei Instagram posten oder welche WhatsApp-Nachrichten muss ich noch beantworten, welche Mails muss ich noch beantworten, was koche ich mir heute Abend zu essen, welches Workout mache ich noch, wo, was, wann, wo, was passiert als nächstes, welcher Urlaub muss noch geplant werden. Diese ganzen Dinge. Wie lange kannst du an so einem Ort sitzen, ohne die ganze Zeit an irgendwas anderes in der Zukunft denken zu müssen? Das habe ich euch gefragt und eure Antworten, die dazu reinkamen, die waren ziemlich überraschend und ziemlich vielfältig und genau da möchte ich heute gerne reingehen. Okay, zu Beginn des Videos schauen wir noch mal kurz eure Antworten durch. Sehr viel dabei. Von ziemlich lang, schaut nach dem Spot aus, wo es sehr viel Natur zu sehen gibt. Ja, der Spot, wo ich die Story gemacht habe, ich blende dir das hier noch mal ein, der war ungefähr 100 Meter Luftlinie in genau diese Richtung. Ich weiß, das sagt jetzt ziemlich wenig, aber ich habe mich jetzt heute ein paar Meter weiter weg positioniert, weil es vom Licht her angenehmer ist und weil ich heute Bock auf Wald hatte, anstatt auf Feld. Deswegen sitze ich jetzt heute hier mit dem Campingstuhl. Aktuell 10 Minuten den ganzen Tag, 10 Sekunden, akute Stressphase gerade. 2 bis 3 Stunden vermutlich, wenn der Heuschnupfen mich nicht vorher killt. Ja, wenn der Heuschnupfen jetzt nicht killt, du merkst schon, bei mir ist gerade auch irgendwie die Nase zu. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade eine Erkältung ist oder ob ich auch dieses Jahr das erste Mal Heuschnupfen habe, keine Ahnung. Ich vermute eher auf eine leichte Erkältung. 1 Stunde, wenn es nicht in meinem Urlaub ist, den ganzen Tag. Sehr gemixt, sehr lange, den ganzen Tag, bis ich aufs Klo muss, auch eine gute Antwort. 20 Minuten, vielleicht eine Stunde. Je nachdem, wie es mir geht, von 2 Minuten bis vielleicht 1 Stunde, keine Ahnung. Habe ich noch nie bewusst gemacht. Sehr schön, passt gerade sehr gut. Habe ich noch nie bewusst gemacht. Und das ist auch genau der Punkt, wo ich gerne mit dir einsteigen möchte. Denn viel zu oft ist es so, wenn wir zum Beispiel spazieren gehen. Ja, wir setzen uns irgendwie auf eine Bank oder setzen uns im Garten irgendwo hin, auf den Balkon, keine Ahnung, trinken Tee, einen Kaffee oder setzen uns zum Lesen irgendwo hin. Dann kommt ganz oft direkt der Gedanke, boah, ich muss direkt irgendwie aufs Handy noch mal gucken und ich könnte ja noch mal schnell bei Instagram irgendwie durchgucken und ich könnte ja vielleicht auch bei WhatsApp mit irgendwem schreiben oder ich muss irgendwen anrufen und ich darf jetzt gerade nicht in diese Langeweile gehen. Ich muss mich irgendwie beschäftigen, um mich ja nicht zu langweilen. Und heute möchte ich dir nämlich gerne den Impuls mitgeben, dass du dich auch mal langweilen darfst. Dass Langeweile zuzulassen, in die Stille zu gehen, Ruhe zu gönnen, manchmal das Produktivste ist, was du an einem Tag machen kannst. Lass das mal kurz sacken. Manchmal ist das Produktivste, was du tun kannst, einfach nichts zu tun. Dich in den Wald zu setzen, in die Sonne zu setzen, einfach mal nichts zu machen. Und genau in diese Ruhe, in diese Stille reinzugehen und das zu genießen. Das bewusst wahrzunehmen und das bewusst zu erleben und nicht die ganze Zeit den Drang haben, irgendwas anderes machen zu müssen. Mit den Gedanken schon am nächsten Tag zu sein, im nächsten Urlaub oder wo auch immer sein zu müssen. Korrigiere mich da gerne, wenn du das anders siehst, aber bei mir ist das ganz oft so oder ich stelle das total oft auch bei anderen fest, dass wir uns selber immer irgendwie woanders hin wünschen. Dass es uns total schwer fällt, im Hier und Jetzt wirklich präsent zu sein und diesen Moment zu genießen. Dass wir mit den Gedanken, wenn wir jetzt hier sitzen, schon im Urlaub sind. Wenn wir auf der Arbeit sind, sind wir mit den Gedanken im nächsten Urlaub. Wenn wir im Urlaub sind, sind wir mit den Gedanken wieder bei der Arbeit, weil wir uns gar nicht wirklich auf das Hier und Jetzt konzentrieren können, sondern schon denken, boah, wenn ich wieder zu Hause bin, muss ich die und die Mails abarbeiten, das und das Projekt wieder planen und den nächsten Urlaub schon wieder vorbereiten. Weißt du, was ich meine? Der Punkt ist, was ich dir mitgeben möchte, dass du wieder lernst, im Hier und Jetzt wirklich präsent zu sein und den Moment zu genießen. Dass du das wieder wahrnehmen kannst. Dass du einfach mal dich bewusst hinsetzen kannst. Einfach so. Und wahrnehmen kannst, was du alles siehst, hörst, riechst, schmeckst. Wenn die Nase nicht gerade zu ist und der Heuschnupfen nicht kickt. Aber du weißt, was ich meine. Dass du dir bewusst mal Zeit dafür nimmst. Setz dich mit dem Campingstuhl nach draußen. Einfach in den Wald. So, wir haben ja ganz oft den Gedanken, irgendwie, ey, kann ich mir jetzt gerade nicht erlauben? Habe ich jetzt gerade keine Zeit für? Genau dann brauchst du es am dringendsten.
Genau dann, wenn du dir denkst, ey, diese 30 Minuten habe ich jetzt nicht, um rauszugehen. Genau dann brauchst du eigentlich 60 Minuten. Hört sich plakativ an, ist aber so. Genau dann, wenn du dir keine Zeit nehmen möchtest, um rauszugehen, genau dann brauchst du es am dringendsten. Alter. Genau dann, wenn du keine Zeit hast, um rauszugehen, genau dann brauchst du es am dringendsten. Und genau das ist ein Alarmsignal für dich, um dir diese Zeit auch zu gönnen. Nimm dir die Zeit bitte. Setz dich einfach mal raus und nimm dir ein Buch zur Hand, setz dich raus. Ich lese jetzt gerade von John Strzelecki Überraschung im Café am Rande der Welt. Als alter Kaffee-Fan ist das natürlich eine absolute Empfehlung, die ich dir mitgeben kann. Liest sich super schön, liest sich super schnell, angenehm und versetzt dich immer wieder in so eine schöne und träumerische Atmosphäre. Kann ich das hier nochmal verlinken. Meine Top 5 Bücher für die persönliche Weiterentwicklung. Habe ich dir mal ein Video zu aufgenommen vor ein paar Wochen. Das kann ich dir hier nochmal verlinken. Da war das Café am Rande der Welt auch dabei. Das ist jetzt das aktuellste Buch. Da gibt es ja noch ein paar davor. Kann ich dir alle empfehlen. John Strzelecki, wunderbarer Autor. Keine Werbung an der Stelle, aber einfach eine Herzensempfehlung. Zurück zum Thema. Dich einfach mal hinzusetzen, in die Natur, ein Buch zu lesen, einzutauchen, dem Vogelgezwitscher im Hintergrund zu lauschen und nur bei dir zu sein. Oder auch noch nicht mal was zu lesen, sondern einfach nur da zu sein. Einfach nur zu sein. Zu sitzen, zu genießen, wahrzunehmen, hinzuhören, zu lauschen. Einfach nur zu sein. Das beruhigt deinen Geist extrem und schafft wieder Platz in deinem Kopf für Neues. Ich wiederhole das immer wieder, aber es ist so, so wichtig und es ist mir einfach ein Anliegen, das nach draußen zu tragen und dir auch mitzugeben. Weil ich persönlich das jetzt in den letzten Wochen und Monaten nochmal sehr, sehr stark gespürt habe, dass die wirklich großen Dinge oder wirkliche Kreativität immer erst durch die Stille entsteht. Das Große entsteht durch die Stille. Bei mir persönlich ist das so, immer wenn ich ruhig bin, immer wenn ich in die Ruhe gehe und mir auch Raum dafür nehme, um diese Stille, um diese Ruhe zuzulassen, dann passieren auf einmal ganz, ganz magische Dinge. Oder dann kommt mir auf einmal ein Gedanke, der super kreativ ist, ja, der Großes entstehen lässt dadurch. Das ist das, was ich damit meine, wenn ich sage, alles Große entsteht durch die Stille. Wenn du dir selber Räume dafür erschaffst, um in diese Ruhe zu gehen, um bei dir zu sein, um den äußeren Lärm einfach mal auszublenden, dann entsteht dadurch total viel Kreativität, weil du dann wieder an andere Dinge denken kannst, die dir sonst gar nicht einfallen würden, wenn du die ganze Zeit nur am Handy bist oder dich die ganze Zeit versuchst, irgendwie abzulenken. Langeweile nicht wirklich zulassen kannst. Deswegen geh in die Stille, schaff dir Raum, um Ruhe zu gönnen. Da schließt sich so langsam der Kreis, den ich da vorhin geöffnet habe, als ich gesagt habe, manchmal ist das Produktivste, was du tun kannst, in die Stille zu gehen, die Ruhe zu gönnen, einfach mal nichts zu tun. Gerade wenn du dann in diese Stille gehst und nur da sitzt, einfach mal nichts machst und dir dann kreative Gedanken kommen und du dann in die Umsetzung kommst, dann ist das ja extrem produktiv. Und das ist genau das, was ich damit meine, wenn du dich hinsetzt, nur da bist, dir Langeweile mal gönnst und nur bei dir bist, in die Stille gehst, dann ist das ja total produktiv, weil dadurch super geile Dinge entstehen können. Weil dadurch diese ganze Kreativität erst ihren Raum bekommt, neue Gedanken in deinen Kopf kommen können, neue Ideen in deinen Kopf kommen können und dann wieder weiterentwickelt werden dürfen. Aber das alles fängt damit an, dass du einfach mal nichts machst. Dass du dir einfach nur Ruhe gönnst, einfach nur hier sitzt, einfach gar nichts tust und diese Gedanken zulässt, diesen Raum gibst, um dieser Kreativität freien Lauf zu lassen und sich dann auch entfalten zu dürfen. Aber das fängt bei dir an. Das fängt damit an, dass du dir zuerst Ruhe gönnst, dass du dir das erlaubst und nicht die ganze Zeit nach Ablenkung suchst. Ich glaube, du weißt ganz genau, worauf ich heute hinaus möchte. Das ist der Impuls, den ich dir gerne mitgeben möchte. Nimm dir Raum, gib dir selbst Raum, erlaub dir, in diesen Raum der Ruhe, der Stille, des Nichtstuns, der Langeweile reinzugehen, dich nicht ständig ablenken zu müssen, sondern sitz einfach mal nur da, nimm wahr und hör zu, was dir für Gedanken in den Kopf kommen, was dir für Ideen in den Kopf kommen und erlaub dir, diese Ideen auch mal weiterzudenken. Verwirf das nicht direkt wieder. Und beobachte mal, was dadurch alles entstehen darf.
Das ist der Impuls heute. Alles Große entsteht durch die Stille. Und es liegt an dir, dir diesen Raum zu nehmen. Am Anfang 15, 20 Minuten einfach mal nur da zu sitzen, zuzuhören und zu sein. Dadurch entsteht so viel Schönes. Und deine Aufgabe ist es, dir diese Zeit zu erlauben. Und um das einfach zusammen zu machen, möchte ich dich gerne dazu einladen, dass wir 2, 3 Atemzüge ganz entspannt einfach zusammen nehmen und nur hier sind. Egal, wo du gerade bist, es sei denn, du bist gerade am Auto, setz dich mal aufrecht hin, leg die Arme einfach mal neben dich ab, auf deine Knie, wo auch immer. Schließ die Augen, wenn du magst. Mach dich mal locker, lass die Schultern hängen und nimm mit mir zusammen einfach mal 2, 3 tiefe Atemzüge durch die Nase ein, durch den Mund aus. Mit dem Ausatmen lass die Schultern locker. Mit dem Einatmen richte dich auf, füll deine Brust mit Sauerstoff. Ausatmen, lass los. Einatmen, füll dich auf. Ausatmen, lass los, lass locker, sei hier. 2 Atemzüge nur für dich. Dann kommen wir langsam wieder hier an. Öffne gerne deine Augen, beweg deine Schultern. Und das ist ein Moment, ein kurzer Moment, 2, 3 Atemzüge, die dir jetzt schon gezeigt haben, wie dich das beruhigen kann. Mir geht es zumindest so, wenn ich mich hinsetze und nur 2, 3 Atemzüge ganz bewusst nehme und die Umgebung einfach wirken lasse, da eintauche, dann bin ich danach so viel ruhiger und gelassener. Ich werde jetzt hier noch einen Moment sitzen bleiben, werde jetzt noch ein bisschen lesen, vielleicht noch eine kleine Meditation machen, mal schauen. Das möchte ich dir einfach gerne mitgeben. Erlaub dir diese Phasen, erlaub dir in die Ruhe zu gehen, in die Stille zu gehen und beobachte, was dadurch alles entstehen darf. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, einen wundervollen Start in ein Wochenende und ganz viel Energie für dich. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, mach das herzlich gerne. Ich freue mich immer, wenn wir zusammen wachsen, wenn wir uns hier unterstützen können. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, wenn dir die Impulse gefallen haben. Lass mir deine Gedanken in den Kommentaren da. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, ganz viel Energie für dich. Dein Niklas. Ciao.